Moin. Guten Morgen. Kaffee. Ah, danke. Heute richtig professional, oder wie? Mikro. No more playing. Was passiert heute? Wir gehen back in time. Wir fahren nach Friedberg, schauen uns die Werkstatt, in der Hannes und ich zu viel Zeit verbracht haben. Die ersten Taschen genäht haben und in der wir OBS quasi gegründet haben. Ist jetzt so wie in den guten Filmen, dass wir immer weiter wegfahren, aber der Ton bleibt gleich gut. Ja, so voll nice. Das ist schön. Hier sind wir früher immer gefahren, jeden Morgen. Wir kommen ja ursprünglich aus Friedberg, also nochmal ein Kaff weiter. Da fahren wir jetzt wieder hin. Schau da drüben, da haben wir früher immer Mittag gemacht. Auf dem Kurze Strohhaufen. Pause gemacht. Man muss auch mal appreciaten, was man hat. Die Natur. Die Natur. Traumhaft, oder? Ich mache hier astreinen Insta-Content noch nebenher. In Querkant. Ja, oder vielleicht YouTube-Content, wer weiß es denn? Ja, wer weiß es schon. Anfangs war das eigentlich für viele Leute selbstverständlich zu glauben, dass wir aus Berlin kommen. Und wenn wir dann immer gesagt haben, dass wir aus Augsburg kommen, dann war das, oder das ist immer noch ein absolutes Highlight. Wir haben aber eigentlich nicht vor, hier wegzugehen, weil wie jeder weiß, aus einer Großstadt kann nichts entstehen. Aus einer Großstadt kommt nur Scheiße. Ganz liebe Grüße. Ganz schön grob jetzt. Augsburg liegt ja im sogenannten Fashion-Dreieck. Oh Gott. Es liegt in genau demselben Abstand zwischen Berlin und Paris. Und auch nach Mailand braucht man nur 4,5 Stunden roughly. Das heißt, wenn man eine gute Lage haben möchte, dann muss man in Augsburg wohnen. Das Ding ist ja, dass wir grundsätzlich kein Problem haben mit der Großstadt. Aber wir haben uns im Laufe der Zeit hier so eine krasse Infrastruktur aufgebaut, die es uns erlaubt, alles umzusetzen, was wir möchten. Ob es ein Pop-Up-Shop ist oder eine Shop-Einrichtung, neue Kollektionen, neue Samples. Auch egal, was für Produkte, ob es jetzt Möbel sind oder Klamotten oder Taschen. Also wir können alles machen, was wir wollen. Wir haben eine Holzwerkstatt, eine Schweißerwerkstatt, wir haben eine Werkstatt für Textilien mit allen möglichen Nähmaschinen. Wir haben alles da. Einfach, dass die Hemmschwelle, was Neues auszuprobieren, so gering wie möglich ist. Einer der wichtigsten Punkte in unserer Design Practice. Es hat natürlich auch lange gedauert, bis wir diese ganzen Werkstätten für uns aufgebaut haben. Aber wir hätten in anderen Städten, in anderen Großstädten niemals die Möglichkeit, solche Flächen in Anspruch zu nehmen. Unser Studio hat 200 Quadratmeter plus Lagerfläche. Jetzt hier kurzer Stopp im Büro. Es geht gleich weiter. Einkommen jetzt mittlerweile geregnet. Jetzt gehen wir rein. Was ist die Tür schon offen? Die Tür ist offen, wie sich es auf dem Land gehört. Ja, wir machen jetzt eine ganz klassische Roomtour. Kellertour, würde ich sagen. Keller. In dem Keller haben der Johannes und ich glaube über at least 2 Jahre hinweg 365 Tage im Jahr verbracht. Ungelogen jeden Tag. Wir waren auch an Weihnachten und Silvester hier. An Weihnachten weiß ich noch, gab es mal ein Weihnachten, wo wir im Januar nach Paris mussten und wir hatten an Weihnachten noch quasi nichts fertig. Und dann waren wir hier, haben den ganzen Tag genäht, sind hoch zum Weihnachtsessen und dann wieder runter in den Keller, um weiterzunähen. Also für den Zusammenhang, unsere Mom ist gelernte Schneiderin und die hatte schon immer diese Werkstatt hier unten. Und wir hatten halt das Glück, einfach die Möglichkeit zu haben, immer hier runterzukommen und uns auszuprobieren. Und so ist dieses ganze Projekt auch am Ende des Tages entstanden, dass wir durch unsere Eltern die Möglichkeit hatten, uns auszuprobieren in unterschiedlichsten Bereichen. Unser Papa ist ja Schreiner, er hat eine Schreinerei. Da waren auch alle Maschinen immer da und wir konnten einfach uns ausprobieren. Und auch hier, so wie der Hannes vorhin schon gesagt hat, so die Barriere, um etwas Neues auszuprobieren, war so niedrig, dass wir einfach immer loslegen konnten und schauen konnten, was passiert. Und deswegen waren wir eigentlich immer hier unten und haben uns Siebdrucken selber beigebracht, haben Sachen genäht und irgendwann haben wir auch einfach dann die erste Ledertasche genäht, wo wir sofort gemerkt haben, dass das einen absoluten Sweet Spot trifft und die perfekte Kombination aus Funktion, Qualität und Design ist. Und dann haben wir tatsächlich auf dieser Nähmaschine, die sich meine Mama nach ihrer Abschlussprüfung gekauft hat. Das Teil ist, glaube ich, mittlerweile 30 oder 40 Jahre alt und ist auch abartig laut, wie man ja gerade schon gehört hat, als wir den Strom angemacht haben. Die ersten 100 Taschen, die in den Verkauf gegangen sind, haben wir auf jeden Fall darauf genäht. Und aber halt mehr, aber ja. 200, 300.
Und da halt, ich weiß gar nicht, wie viele Samples, Sachen, die ja dann nie released wurden. Als wir dann aus dem Keller hier in das Büro nach Augsburg gezogen sind, haben wir auch so viel einfach weggeschmissen, weil wir hatten wirklich kistenweise Samples, die einfach nie das Tageslicht gesehen haben, weil das natürlich die Grundlage dafür ist, um ein richtig gutes Produkt zu machen, muss man sich ausprobieren und muss auch Sachen wegschmeißen. Hier hinten sieht man noch unsere ganz alte Kettle-Maschine, die aber dann irgendwann im Laufe der Zeit einfach den Geist aufgegeben hat. Und mit dem Umzug ins neue Büro haben wir dann auch in neue Maschinen investiert, neue Kettle-Maschine, neuer Schnellstepper. Die haben wir teilweise verwendet, um Knopflöcher und solche extra Sachen anzufertigen, aber das ist natürlich nur für Muster geeignet. Und was natürlich richtig wild ist und wo ich immer eigentlich gerne ins Büro holen würde, ist der Bügelautomat. Das ist ein Industriebügelautomat, also auch das hier ist ja eine Industrienähmaschine, die wirklich in den Textilbetrieben verwendet wird. Was für uns natürlich nice war, weil wir Samples machen können und konnten, die genauso verarbeitet wurden, wie sie dann in den großen Manufakturen verarbeitet werden würden. Und bei dem Bügelautomat ist natürlich das Gleiche. Du hast halt einfach die Möglichkeit, Samples in der Qualität herzustellen, das halt sonst unmatched ist, wenn ich halt irgendwie komme mit so einem Haushaltsbügeleisen, da komme ich halt nicht weit. Und dann war das immer so, früher stand der Tisch noch hier so längs und dann bin ich immer hier in der Ecke gesessen. Wir wollten noch Fotos einblenden. Jetzt kommen Fotos, wenn wir Fotos haben. Hannes saß auf der Seite, ich saß auf der Seite und wenn ich jetzt dann so zurückkomme, ist natürlich ein absoluter Fiebertraum. Ja, es war schon so eine kleine Massenproduktion auch. Wir haben die Taschen, die fertig waren, die fertigen Taschen, haben wir dann immer hier so drüber gehangen. Hing am Abend immer der komplette Rack voll mit Taschen und dann ging das immer direkt in Versand. Und ich weiß noch damals, als wir die erste Luise Via Roma Bestellung bekommen haben, das war natürlich nochmal ein ganz neues Level, weil die halt einfach auf einen Schlag riesige Mengen von uns wollten. Und wir hatten damals noch keine Infrastruktur, sondern wir haben es einfach alles selber gemacht. Und dann haben wir einfach Taschen, die dann bei Luise Via Roma im Online zu kaufen waren oder im Laden zu kaufen waren, haben wir hier gefertigt, nach Italien verschickt und von da aus ging es dann einfach in die Welt. Weder der Hannes noch ich haben ja das Teschner-Handwerk gelernt, sondern wir haben uns das alles selber beigebracht und entsprechend sehen die Schnitte auch aus. Heute machen wir das ja alles digital. Früher haben wir einfach Learning by Doing uns das Zeug beigebracht. Hier Tasche mit Klappe groß. Ja, aber den gibt es heute so bei uns. Stimmt, ja. Wenn man heute eine Kompakt-Henkel kauft, ist das der Gut. Ganz viele Sachen, die wir hier in diesem Keller entwickelt haben, sind heute in einer nur sehr geringen, abgeänderten Version zu kaufen. Wenn man hier mal herschaut, das war einer der ersten Flyer, den wir jemals gemacht haben. Autumn Winter 2019 haben wir die im Laufe des Jahres 2019 hergestellt, diese Tasche. Den Label. Dass es ja keine Leder, die Maschine ist, also die ist eigentlich für Stoff. Aber wir haben halt einfach mit dem, was wir da hatten, gearbeitet und es gab keine Excuses, Sachen nicht zu probieren. Wir haben dann einfach mit den unterschiedlichen Nadeln experimentiert und verschiedenen Füßen, weil in der Teschnerei werden ja dickere Faden in anderer Zusammensetzung verwendet und diese Nähmaschine ist dafür halt nicht ausgelegt. Und dann war das immer eine richtige Herausforderung, mit der richtigen Fadenspannung die so zu finden, dass der Faden da schön durchläuft und dann im Leder auch gut aussieht. Ja, durch das, dass wir einfach halt Jahre und Monate hier unten verbracht haben, sind wir irgendwann an den perfekten Spot gekommen. Ja, auch ganz wichtig, Dustweg-Schnittteil. Wir haben auch alle Dustweg selber genäht. Aber auch ziemlich lange eigentlich. Also haben wir damit aufgehört? 2 Jahre, oder? Ja. Okay. Aber hier habe ich gesehen, ist die erste Skizze für das iPhone-Case, wie es eigentlich genau so dann auch rausgekommen ist. Hier ist ein Teil von meiner früheren Magazinsammlung, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Das ist dann alles irgendwann hier runtergewandert, weil es zu viel geworden ist. Das haben wir von unserem Lederlieferanten mal geschenkt bekommen. Das ist ein Hühnerfuß, ein gegerbter. Check. Also so Hühnerfuß-Ledertasche incoming. Das mal so Fäustlinge, die wir gemacht haben, nie rausgekommen. Hier unten, alle Taschen, die hier gezeichnet wurden, sind nie rausgekommen. Wir haben die alle bemustert und dann nie gemacht. Die Tasche ist nie rausgekommen. Ich glaube, das ist mittlerweile durchs Internet und durch die Geschwindigkeit, die damit zusammenhängt, echt ein Ding, dass man sich nicht mehr ausprobiert. Dass man Ideen, die man hat, nicht auch noch mal verwerfen kann oder verbessern kann oder sich Zeit dafür nehmen kann, die so lange zu verfeinern, bis sie wirklich perfekt sind. Bei uns gibt es keine Lead Times, also es gibt keine Release-Daten, sondern wir machen alle Produkte so lange, wir verfeinern die so lange, bis sie wirklich perfekt sind. Man muss da einfach arbeiten, bis es perfekt ist und vorher bleibt es im Keller.
Das hier, tatsächlich funny Story, da haben wir eine Tasche gemacht, die hatte oben einen Ausschnitt, wo der Gurt rauskam. Und wir haben genau dieses Maß gebraucht. Und bei Kleinanzeigen gab es ein Stanzeisen mit genau dem Maß. So ist das Leben manchmal. So spielt das Leben. Wann wir umgezogen sind. Wir waren, glaube ich, auf jeden Fall aktiv hier unten von 2018 bis 2020 und im Laufe von 2020 sind wir dann in das größere Büro nach Augsburg gezogen. Mit ein großer Punkt dadurch war, dass wir unseren Webshop aufgemacht haben und das Feedback im Webshop so gut war, dass wir mit dem selber Produzieren einfach nicht mehr hinterhergekommen sind. Und wir gemerkt haben, dass wir die Infrastruktur neu bauen müssen und angefangen haben, eigentlich für jedes Produkt, das wir heute im Webshop haben, eine eigene Manufaktur zu suchen und zu finden. Und wir sind dann glücklicherweise sehr schnell fündig geworden und haben mittlerweile wahrscheinlich die besten Manufakturen in Deutschland, mit denen wir zusammenarbeiten und die unsere Produkte machen. Es war natürlich ein Riesending für uns, damals hier auszuziehen und zum ersten Mal Miete zahlen zu müssen. Das ist ja ein gestörter Schritt zu wissen, man hat hier ja nie irgendwie Fixkosten gehabt und dann auf einmal hat man Fixkosten und wir mussten das Büro einrichten und so Basic-Sachen kaufen wie eine Beleuchtung im Büro. Denkt man nicht dran, ist aber einfach extrem teuer, richtig krank. Aber all diese Infos kommen im nächsten Video. Da machen wir eine Tour von unserem aktuellen Büro, zeigen die ganzen Räumlichkeiten. Und wir haben E-Mails aus Paris und keine Ahnung wo bekommen von Leuten, die bei uns Praktikum machen wollten. Wir sind immer hier unten gesessen und haben gesagt, ja, wir können die nicht hierher holen. Zu unseren Eltern. Mit zu unseren Eltern nach Hause. Dann hocken wir oben zusammen am Mittagstisch, so mit der Familie. Ja, und dann sitzen dann die Praktikanten mit dabei. Und auch ein Riesending war, dass wir auch gesagt haben, wir brauchen Räumlichkeiten, also wir brauchen ein Fotostudio und viel mehr Content. Das war auch ein Riesending. Aber das kommt alles im nächsten Video. Wir müssen jetzt gehen, weil Domi braucht einen Döner. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Licht aus, Strom aus. Muss ich jetzt sagen, dass die Leute ein Abo machen sollen? Boah, nee. Ja doch, muss schon. Ist ja dein Account. Abo dalassen. Kommentieren. Liken. Teilen. Ich habe wirklich große Ambitionen. Und wir gehen jetzt Mittagessen. Danke fürs Zuschauen.